SpaceX Starship V3 Feuertests, Super Heavy Booster 19 und Ship 39 vor großem Finale. Artemis 2 Comeback und SLS-Streichung. NASA Mondmission scheitert wegen schlechter Software. Blue Origin übernimmt eine alte SpaceX-Schmiede und der Mondbergbau nimmt Fahrt auf. SpaceX und die Telekom bringen Starlink Direct-to-Cell nach Europa und das Soyuz-Pad in Baikonur wurde repariert und bringt eine Legende zurück. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space-Update auf Deutsch. Die NASA hat das Heliumproblem an der Oberstufe der SLS-Rakete im Vehicle Assembly Building in den Griff bekommen und damit rückt der Mondschuss für die Crew wieder in greifbare Nähe. Ursache für die Unterbrechung des Heliumflusses war eine Dichtung in der Schnellkupplung, also dem Interface zwischen Bodensystem und Raketen, die schlichtweg verschoben und die Leitung blockiert hat. Das Team hat das Bauteil komplett zerlegt, neu zusammengesetzt und mit ersten Durchflusstests bereits bestätigt, dass Helium wieder ordnungsgemäß fließt. Da die Rakete für diese Aktion extra in das mächtige Vehicle Assembly Building, in dem ja schon die Saturn V Mondrakete zusammengesetzt wurde, zurück musste, nutzte die NASA die Zeit im VAB jetzt für einen kompletten Batterie-Refresh. Sowohl die Booster als auch die Kernstufe und das Orion-Raumschiff bekommen frische Batterien, damit beim Start nichts schief läuft. Wenn der Rollout der gesamten SLS-Rakete Ende März gut über die Bühne läuft, dann wird aktuell der 1. April für das erste zweistündige Startfenster angepeilt. Und nein, das ist hoffentlich kein April-Scherz, sondern der Termin für die erste astronautische Mondmission seit über 50 Jahren. Im April gibt es insgesamt 5 Gelegenheiten, um die 4-köpfige Crew auf dem Weg um den Mond zu schicken, bevor die Flugbahnparameter wieder gegen uns arbeiten. Ich habe es letzte Woche mit dem geänderten Artemis-Flugplan schon angedeutet. Die NASA beendet offiziell die Entwicklung der Exploration Upper Stage EUS und des dazugehörigen Mobile Launchers 2, ML2, womit das massive Block 1B Upgrade des SLS vom Tisch ist. Das ist ein echter Paukenschlag für das Artemis-Programm, denn ML2 war eigentlich das Herzstück, um die deutlich größere Konfiguration der SLS-Rakete überhaupt vom Kennedy Space Center in die Luft zu bekommen. Nachdem das Projekt seit Jahren mit massiven Verzögerungen und explodierenden Kosten zu kämpfen hatte, zieht die NASA jetzt die Konsequenzen und stellt die Arbeiten ein. Was jetzt mit dem angefangenen Stahlgerüst im Kennedy Space Center passiert, das steht völlig in den Sternen. Streichung und Beschleunigung klingt erstmal paradox. Der NASA-Administrator Jared Isaacman will das Tempo für die Rückkehr zum Mond massiv anziehen und plant für das Jahr 2028 direkt 2 Landungen mit Crew. Der Fahrplan sieht vor, dass wir bereits in den kommenden Wochen mit Artemis 2 den ersten astronautischen Flug zum Mond sehen, bevor dann Mitte 2027 mit Artemis 3 das kritische Rendezvous mit dem HLS oder den HLS-Providern, also Starship und dem Blue Origin Lander und der Test der neuen Raumanzüge im Erdorbit ansteht. Anfang 2028 soll Artemis 4 dann auf der Oberfläche aufsetzen und Ende 2028 direkt Artemis 5 hinterhergeschoben werden, um den Grundstein für eine dauerhafte Basis auf dem Mond zu legen. In einer Zeit, in der Nachrichten oft nur noch anstrengend sind, ist die Raumfahrt für uns hier bei Senkrechtstarter der ultimative Gegenentwurf. Hier geht es um echten Fortschritt, um kompromisslose Ingenieurskunst und darum, das scheinbar Unmögliche einfach mal eiskalt durchzuziehen. Wir wollen euch genau das sein, jede Woche neu, vielleicht direkt zum Frühstück, das positive Update, das uns auf andere Gedanken bringt. Als größter deutschsprachiger Kanal zum Thema Raumfahrt, da sehen wir es als unsere Aufgabe, nein, ich würde sogar sagen, als Pflicht, die Begeisterung für die Raumfahrt noch weiter zu tragen. Aber dieses Upgrade, das bauen wir nicht im stillen Kämmerlein. Wir brauchen euch als Architekten für diese Mission. Darum habe ich heute eine kleine Bitte an dich. Auch wenn du vielleicht sonst eher der stille Zuschauer bist, schreib mir heute in die Kommentare, was dir hier noch fehlt. Wir werden alle Vorschläge sichten, bündeln und dann als erstes mit unseren Schutzengeln in der Community diskutieren. Gerade auch für unsere treuen Supporter, die uns schon so lange begleiten, möchten wir künftig noch mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten bieten. Wenn du also nicht länger nur Passagier sein willst, sondern direkt mit ins Cockpit steigen und unsere Flugroute aktiv mitgestalten willst, werd jetzt Teil der Schutzengel-Crew. Das ist deine Chance, von der Zuschauertribüne direkt ins Mission Control zu wechseln. Sorgen wir gemeinsam dafür, noch mehr Menschen für das fast Unmögliche zu begeistern. Die Raumfahrt. Zurück zum Mond. Der Mond wird zur Baustelle oder zur Mine, während Blue Origin und SpaceX den Fokus voll auf die Oberfläche schieben und die NASA ihre Basispläne konkretisiert, machen 2 Player jetzt ernst beim Thema Ressourcenabbau. Astrolab und Interloon bündeln ihre Kräfte für eine Flotte elektrischer Harvester. Der Plan ist so ambitioniert wie technisch spannend,
Astrolab liefert mit dem Flex Rover die hochflexible Plattform, etwas größer wie ein Minivan, während Interloon die spezialisierte Grabungstechnik beisteuert. Das Zielobjekt der Begierde, unter anderem Helium-3, ein Isotop, das auf der Erde extrem selten ist, aber im Mondregolith schlummert. Die Angaben variieren hier, aber der Kilopreis für Helium-3 soll in den letzten Jahren auf $20 Millionen geklettert sein. Ja, wenn alles glatt läuft, sehen wir den ersten großen Flex Rover schon 2027 oder 2028 Huckepack auf dem Starship Richtung Mond ballern. Es war ein harter Schlag für die Artemis-Begleitforschung. Ein Jahr nach dem Launch des Lunar Trailblazers am 26. Februar 2025 wissen wir jetzt durch einen NASA-Untersuchungsbericht, warum die Sonde nur 24 Stunden nach dem Abheben für immer verstummte. Der Fehler ist fast schon schmerzhaft simpel. Die Software zur Ausrichtung der Solarpaneele, die war schlicht falsch programmiert und drehte die Paneele um exakt 180 Grad von der Sonne weg. Die Sonde hat sich also buchstäblich selbst den Saft abgedreht. Gebaut wurde die Sonde von Lockheed Martin und der Bericht stellt klar, dass die Software vor dem Start nicht ausreichend getestet wurde. Dass es dann zum Totalverlust kam, lag an einer Kaskade aus weiteren Fehlern im Onboard Vault Management, die es dem Team am Boden unmöglich machte, die Fehlausrichtung rechtzeitig zu korrigieren. Und noch eine Fehleranalyse. Seit über einem Jahr ist der indische Navigationssatellit NVS-02 im falschen Orbit. Ein simpler elektrischer Kontakt einer Steckerverbindung führte wohl zum Fehler. Die GSLV-Rakete, die hatte den Satelliten am 29. Januar 2025 zwar noch perfekt in den Transportorbit geschossen, aber beim entscheidenden Anheben der Bahn, da blieb das satelliteneigene Triebwerk ohne Schub. Das Problem war ein sogenanntes Pyroventil, also quasi ein explosives Einmalventil, das die Treibstoffleitung öffnet. In dem Fall ging es um den Oxidator. Die Telemetrie, die zeigte, dass das elektrische Signal einfach nicht am Ventil ankam, weil sich wohl interne Kontakte im Stecker gelöst hatten. Ja, und das sowohl für die Haupt- als auch die Backup-Systeme. Die ISRO, die hatte die Redundanz für die Folgemission im November 2025 dann bereits überarbeitet und dort ist das System dann einwandfrei gelaufen. Blue Origin hat offiziell das ehemalige SpaceX-Gelände in Cocoa, Florida übernommen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, hier hat SpaceX einst den Starship-Prototypen Mk2 gefertigt. Das war übrigens das erste Video, was ich von What About It gesehen hatte. Felix hatte als erstes über die Entwicklung da vor Ort berichtet. Das Areal war damals ein Symbol für das Wettrennen zwischen den Standorten Boca Chica und Florida, bevor SpaceX dann die Reißleine zog und Cocoa stilllegte. Das Gelände, das jahrelang als Relikt der frühen Starship-Entwicklung in Florida galt, wurde bereits wenige Tage nach dem Kauf durch die Crew von Jeff Bezos massiv umgepflügt. Aktuelle Aufnahmen zeigen, dass schwere Bagger und Abrissequipment bereits dabei sind, die alten Betonfundamente und Strukturen zu beseitigen, um Platz für neue Kapazitäten zu schaffen. Vielleicht braucht Blue Origin mehr Fläche für die New Glenn oder sogar für die Fertigung der Blue Moon Lander. Ging dann bekanntlich in Texas weiter und dann in der Starbase heiß her. SpaceX geht bei der ökologischen Ausgleichsplanung in Texas in die Offensive und sichert gemeinsam mit der Stadt die Erhaltung von über 1000 Hektar Küstenprärie zu. Die Stadt fungiert dabei als langfristiger Hüter, während SpaceX die finanziellen Mittel liefert, um die sensible Habitate der texanischen Küstenebene für die kommenden Generationen zu konservieren. Ein cleverer Schachzug, um den ökologischen Fußabdruck der Starbase-Expansion zu kompensieren und gleichzeitig die lokalen Behörden mit ins Boot zu holen. SpaceX hat in dieser Woche in der Massey-Testanlage in Texas den ersten flugfähigen Prototypen der neuen Version 3, Ship 39, durch insgesamt 3 intensive Cryo-Loading-Tests gejagt. Ziel der Tests war es, die neue Architektur unter Bedingungen zu prüfen, die über den normalen Flugbetrieb hinausgehen, um dann die Sicherheit für das ehrgeizige Ziel der schnellen Wiederverwendung zu garantieren. Ship 39 hat die Belastungsprobe bisher gut weggesteckt und steht hoch und aufrecht. Als nächstes steht ein Thrust Simulation Test an, bevor das Teil dann für den ersten Static Fire eines V3-Chips vorbereitet wird. Wenn alles glatt geht, ist Ship 39 der Star von Flug 12. Es fühlt sich fast wieder an wie vor den allerersten IFT-Flügen, weil sich am Design ja so viel geändert hat. Wir bleiben da dran. Am zweiten Starttisch in der Starbase, da wurden fast alle Gerüste entfernt, ein deutliches Signal für die finale Phase der Inbetriebnahme von Pad 2. Weniger Gerüste bedeuten meistens, wir sind verdammt nah dran an den ersten echten Missionsvorbereitungen. Da Booster 19 als V3-Pionier für Flug 12 eingesetzt wird Pad 2 hier eine Schlüsselrolle spielen. Parallel dazu wurde das SQD, also Ship Quick Disconnect, von Pad 2 zum ersten Mal seit der Installation bewegt. Die Mechanik wird also langsam wachgeküsst. SpaceX will hier nichts dem Zufall überlassen und die Infrastruktur punktgenau zum Eintreffen des Boosters startklar haben.
Ganz frisch reingekommen und daher der komplette Starship-Block auch nicht aus dem Studio, sondern hier vom wunderschönen Genfer See. Booster 19 steht diese Woche vor der Feuertaufe. Aktuell ist der erste statische Feuertest eines V3-Boosters für den 9. März geplant. SpaceX hat für die Tests Strandsperrungen von 24 Stunden beantragt. Backup-Termine sind am 10. und 11. März. Da die gesamte Startanlage so ihre Feuertaufe bekommt, würde ich davon ausgehen, dass auch alle Tage voll genutzt werden. Bei einem so komplexen System aus Bodeninfrastruktur und Flughardware wird es mich doch schon sehr wundern, vielleicht sogar verängstigen, wenn da alles auf Anhieb rund läuft. Selbst wenn wir diese Woche noch kein Feuer sehen sollten, das sind nun wirklich die finalen Tests vor dem Flug von Hardware 3, die allgemein ja als die Hardware gilt, die das Starship-System endlich zu einer Orbitalrakete macht. Wir erinnern uns, der erste voll integrierte Flugtest von Booster 7 und Ship 24, der war am 20. April 2023. Ja, hat sich viel getan im Starship-Programm seitdem. An der US-Ostküste geht der Bau des ersten Starship Towers am Launch Complex 37 mit hohem Tempo weiter. Da wurde jetzt das 5. von insgesamt 9 Turmsegmenten angeliefert. Während in Texas die Hardware für Flug 12 Stress getestet wird, baut SpaceX in Florida mit Hochdruck an der zweiten großen Basis für das Starship-System. Insgesamt wären wir dann bei 5 Starship-Towern. In der Star Factory, da wurden Beobachtungen an den Nose Cones für Ship 43 und 45 gemacht, die Fragen zur internen Teststrategie von SpaceX aufwerfen. Während der Nose Cone von Ship 45 bereits mit den schwarzen Hitzschutzkacheln bestückt wird, fehlt bei Ship 43 sogar noch die Montagebolzen. Das ist spannend, weil die Nummerierung hier nicht ganz linear zum Baufortschritt steht. Es wird spekuliert, ob Ship 43 eventuell für spezifische Belastungstests innerhalb der Fabrik vorgesehen ist, statt direkt auf die Rampe dann zu gehen, wenn er fertig ist. Fakt ist, SpaceX optimiert den Prozess der Kachelinstallation immer weiter, um die Turnaround-Zeiten zwischen den Flügen massiv zu drücken. Schon jetzt bei Ship 39 ist der Hitzeschild kein Vergleich zu den ersten Prototypen für die voll integrierten Flugtests. Ein Witz, der immer wieder durch die Community geht. Ja, SpaceX dürfte sofort unzählige Bäder von Raumfahrtfans auf der ganzen Welt befließen. Ich mag es ja einen Tick heller auf so schwarz, da sieht man ja jeden Zahnpastafleck, aber ich opfer mich da für die Gruppe, falls SpaceX bei mir klingelt, um mein Bad zu fließen. Die Deutsche Telekom und SpaceX machen gemeinsame Sache und bringen den Mobilfunk per Satellit ab 2028 direkt in 10 europäische Länder. Neben Deutschland sind unter anderem Österreich, Polen und Griechenland mit an Bord. Während Starlink mit mittlerweile rund 9000 Satelliten im Orbit und 9 Millionen Kunden den Markt dominiert, soll SpaceX im Hintergrund einen Mega-Börsengang planen, der das Unternehmen mit bis zu 1500 Milliarden Dollar bewerten könnte. Roskosmos hat die einzige verbliebene Startrampe für astronautische Missionen in Baikonur nach schweren Schäden in, ich würde sagen, Rekordzeit wieder instand gesetzt. Wir erinnern uns beim Launch von Soyuz MS-28 am 27. November letzten Jahres. Da war die mobile Serviceplattform nach dem Abheben der Rakete in den Flammenschacht gestürzt, weil sie offenbar nicht korrekt verriegelt war. Das hat die russische Raumfahrt zur ISS erstmal komplett auf Eis gelegt. Über 150 Spezialisten haben in den letzten Monaten ordentlich rangeklotzt, um den Schaden zu beheben. Dabei mussten unter anderem 17 Tonnen schwere und 19 Meter lange Komponenten durch die Startöffnung manövriert werden. Die Stahlkonstruktion, die wurde saniert, die komplette Elektrik ersetzt und 250 Laufmeter Schweißnähte gezogen. Ursache für das Desaster war laut Roskosmos wohl menschliches Versagen. Man wollte den Start für die geladenen Ehrengäste und Touristen nicht verschieben, obwohl die Plattform im Bunker nicht richtig eingerastet war. Jetzt ist die Rampe aber wieder zertifiziert. Der erste Härtetest, der steht dann am 22. März an, wenn der Frachter Progress MS-33 Richtung ISS abhebt. Läuft da alles glatt, ist der Weg dann auch frei für die nächste Crew im Frühjahr. Von wegen russischer Cruise-Start zur ISS. Wenn alles nach Plan läuft, dann wird der russische Rekordkosmonaut Oleg Kononenko im November 2027 als Kommandant der Mission Soyuz MS-31 erneut zur ISS starten. Es wäre sein 6. Raumflug. Kononenko, der aktuell ohnehin schon mit 1110 Tagen den Weltrekord für die längste kumulative Zeit im All hält, schraubt dann seine Bestmarke damit wahrscheinlich in Regionen, die für die New Space-Generation erstmal unerreicht bleiben dürfte. Ja, sein Start 2027 ist noch ein bisschen hin. Jetzt erstmal die Starts und leider auch Fehlstarts der vergangenen Woche. Am Montag, da hat SpaceX von Cape Canaveral aus weitere 29 Internetsatelliten erfolgreich auf den Weg geschickt, Starlink. Am Mittwoch folgte der nächste Streich mit erneut 29 Starlinks, diesmal von Cape Canaveral. Ja, bittere Nachrichten kamen dann aus Japan am Donnerstag, wo der dritte Flug der Kairos-Rakete leider in einem Fehlschlag endete. Damit gingen alle 5 Kleinsatelliten an Bord verloren.
Laut Angaben des Unternehmens trat während des Aufstiegs ein schwerwiegendes Problem auf, das dann die Teams zu der Einschätzung brachte, dass die Mission nicht erfolgreich zu Ende gebracht werden kann. Die Flugleitung aktivierte daraufhin die Flugabbruchsysteme, um die Mission sicher zu beenden. Es war der 3. Flug und der 3. Fehlschlag. Besser lief's am Freitag für Rocket Lab. Gestartet wurde die 4. Generation von hochauflösenden Black Sky Erdbeobachtungssatelliten. Der Wochenabschluss am Samstag, da brachte SpaceX den nächsten Starlink-Batch von der Westküste auf den Weg. Ich lese es oft in den Kommentaren. Ja, kann das so cool sein für die Atmosphäre mit den ganzen Raketenstarts? Ja, zumindest für den Wiedereintritt von Raketenstufen, da gibt's jetzt erste Daten. Forscher des Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik, die haben erstmals direkt nachgewiesen, dass verglühende Raketenstufen die chemische Zusammensetzung unserer oberen Atmosphäre massiv verändern. Knapp 20 Stunden nach dem Wiedereintritt einer Falcon 9 Oberstufe am 19. Februar 2025 registrierten die Wissenschaftler mittels LiDAR-Messung eine Lithiumwolke in 96 Kilometern Höhe. Die Konzentration, die lag dabei um den Faktor 10 über dem natürlichen Hintergrundwert. Das Lithium stammt laut der Studie, die im Fachmagazin Communications, Earth and Environment veröffentlicht wurde, höchstwahrscheinlich aus den Batterien und der speziellen Aluminiumlegierung der Raketenstruktur. Experten warnen, wir wissen schlicht noch nicht, was diese Metallerosole langfristig mit unserer Ozonchemie und dem Strahlungshaushalt der Erde anstellen. Bislang lag der Fokus beim Wiedereintritt meist auf Aluminiumoxid, das nachweislich den Ozonabbau fördert und bereits in 10% der Schwefelsäurepartikel in der Stratosphäre zu finden ist. Bei den aktuell schon geplanten über 100.000 Satelliten weltweit wird der chemische Eintrag in die obere Atmosphäre zum Dauerzustand. Apropos Wiedereintritt. Das deutsche Startup Atmos Space Cargo, das hat von der portugiesischen Behörde ANACOM die erste kommerzielle Lizenz für einen kontrollierten Wiedereintritt in europäischen Hoheitsgebieten erhalten. Konkret geht's um die Mission Phoenix 2.1, bei der eine Rückkehrkapsel aus dem Low Earth Orbit gezielt im Nordatlantik vor der Azoreninsel Santa Maria wassern soll. Bisher war die Rückführung von Hardware aus dem All in Europa regulatorisch extrem kompliziert und meist auf staatliche Akteure beschränkt. Die Lizenz, die schafft jetzt den legalen Rahmen für das gesamte Profil, also vom atmosphärischen Eintritt über die Wasserlandung und dann bis hin zur maritimen Bergung unter portugiesischer Hoheitsgewalt. Geplant ist das Ganze für die zweite Jahreshälfte 2026. Ja, wir sehen hier gerade, wie Portugal sich als europäisches Wiedereintrittstor positioniert, um die Abhängigkeit von US-amerikanischen und kasachischen Landeplätzen, Australien geht das theoretisch auch, zu verringern. Für die europäische Raumfahrt ist es ein entscheidender Schritt Richtung Souveränität. Zum Starten kommen dann die Fähigkeiten dazu, wertvolle Experimente auch wieder sicher zurückbringen zu können. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt bringt die Faszination Weltraum mit einer Live-Tour direkt in die Schulen und Stadthallen. Unter dem Motto Eine Zeitreise in die Zukunft bespielt das DLR aktuell Standorte wie Hamburg, Kiel, Dortmund und Stuttgart, um gezielt Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 bis 6 für MINT-Themen zu begeistern. Unser Teammitglied Patrick war für uns in Speyer vor Ort und hat sich das Spektakel im Technikmuseum mal live angeschaut. Das Forum dort bis auf den letzten Platz mit Kids besetzt. Ja, und man hat echt gemerkt, wie die Story gezogen hat. Über die vollen 90 Minuten herrschte absolute Konzentration, keine Unruhe, stattdessen pure Faszination für die Experimente. Die Kids von heute, das sind genau die Ingenieurinnen und Wissenschaftler, die wir für die kommenden Mond- und Mars-Missionen brauchen. Man munkelt ja, dass es Eltern gibt, die in einem bestimmten Alter der Kinder ihre Kinder mal gern zum Mond schießen würden. Noch gebe ich meinen nicht freiwillig her. Wir schauen schnell auf die Starts der kommenden Woche. Am Dienstag, da wird Firefly Aerospace mit dem Flug Stairway to 7 endlich den Return to Flight schaffen nach dem letzten Fehlschlag. Ebenfalls Dienstag, da schickt SpaceX von Florida mit EchoStar 25 einen Kommunikationssatelliten für Nordamerika von Cape Canaveral ins All. Am Mittwoch, da geht's in Vandenberg direkt weiter, wenn SpaceX den nächsten Batch Starlings startet. Am Donnerstag übernimmt dann Florida wieder, auch wieder Starlings. Ja, und dann den Abschluss, den macht am Sonntag voraussichtlich ein weiterer Starlink-Start, diesmal von Kalifornien. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn du über einen Jobwechsel nachdenkst, dann schau unbedingt das aktuelle Impulsfabrik-Video, bevor du kündigst. Verlinke ich dir hier. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.